okay, you know, even if you didn't look that great. But yeah, anyway, he just, ever since earliest childhood, hates wearing clothes. And that has not changed. Okay, you were sharing a screen. Like Did you get a warning that it's recording? Yes, ja. Wunderbar. Okay. And now I have to do this. Okay. Here we go. So Avis is eating lunch, and I'm going to start with just that. Guten Appetit. Appetit. I don't even know if appetit, I think it's one P. Appetit. Guten Appetit, which means have a good appetite. And it's actually a bit rude not to say that. And it's the equivalent to enjoy your meal. And of course, in English, it's very, very voluntary to say that. And it's to the point of being rare. But in German, it's very, very common to say guten Appetit. Huh? Or just in Swiss German, we would just say a good one, in guten meaning guten Appetit. So yeah, guten Appetit, Avis. And Avis says danke. And that's an important word, of course, danke. And I'm just waiting for maybe more people to come on the call, and then we'll start officially. Danke means thank you. Danke. So everybody go, guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Und Avis sagt, Danke. ja, bitte. Oh, bitte. Look at all the important vocab we go through. Bitte, you are welcome. And nobody's expected to memorize any of this, of course, because we don't memorize, we acquire. Okay, one more time. Guten Appetit. Danke. Guten Appetit. Ja, danke. Bitte, bitte, bitte. Bitte, kein Problem. Bitte, you're welcome. Bitte, bitte, bitte. Ja, bitte can mean, bitte means both please, 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 bitte, bitte, bitte. Kann ich Schokolade? Ich will Schokolade. I want chocolate. Ich will Schokolade. Mami, Mami, bitte, 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 bitte. Please, please, please. Huh? Or bitte can also mean you're welcome. So one word for two meanings. Or please. Mami, bitte, 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 Schokolade, Schokolade, Mami, bitte, 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 bitte. Ja, Schokolade. Hier ist Schokolade. Wunderbar. Okay, beginnen wir. Let us begin. Wir haben, oh la la, ist das Ivana? Ja, wunderbar. Ja. Und Guten Tag. Guten Tag, und wir haben Silvia. Oh, wir haben viele Leute. We have lots of people. Das ist wunderbar. Da sind wir. Wir haben Ivana, wir haben Gerali und wir haben Avis. And Avis, I know this is a very German pronunciation that I'm using. Wir haben Daniel, das ist wunderbar. Okay, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu unserer Lektion. Und natürlich beginnen wir mit, we shall start with a little bit of Kein Bier in Hawaii. Meine Frau, sie heißt Marianne. Wir sind schon seit Jahren verlobt. We have been engaged for years. She would love to marry me. And she even threatened to sue me. We would have been married a long time ago if we wouldn't have to go on a honeymoon, because she wants to go Hawaii. There is no beer in Hawaii. Kein Bier. Kein Bier. That's why I don't go to Hawaii, and that's why I don't get married. Oof, so hot in Hawaii. And just by doing hula hula, your thirst shall not disappear. Also, why are we doing this strange German song that every child will sing? Because es gibt kein Bier auf Hawaii. And that all started with Michael, who said, there are no kangaroos in Dubai. Es hat keine Kängurus in Dubai. Natürlich. All right.
beginnen wir hier. Da sind wir. Okay, hier sind unsere. Da sind wir. Now, does anyone know how I can get myself here on the screen? Because I want for the recording there to be people to see my lips, but somehow it never focuses on me. Oh, come on. It's not an option up in the top right-hand corner. Nein. Oh. So record reaction live on Facebook. No, disable. Hide names. Hide video panel. Oh, okay. Hide flow meeting controls. You want the speaker view. I don't know. We can see the Yeah. speaker view as the guests, I guess, but can you as the speaker? I don't know. I don't see it. Okay, so we'll just have to put up with what we get. Here we go. Wunderbar. Okay, hier sind unsere Callouts im Ernst. Seriously? Im Ernst? Alle? Im Ernst? Wir haben na klar, of course, alle, na klar, let me hear you. Na klar, of course, or clearly, klar literally means clearly. Und wir haben neu, new, schade, schade, oh, schau. Ja, schade, die Tasse ist kaputt, es ist kaputt. Now, you wouldn't say, meine Großmutter ist tot, schade, my grandma died, that's too bad. You wouldn't say that. But for a cup that's broken, sagen sie, oh, schade, das ist schade, ja, schade. Like a minor inconvenience versus like a horrible situation. Genau, richtig. And you probably know the word or have heard the word Schadenfreude before. Schadenfreude, it's okay, we use that a lot in English. It's a German word that we use a lot in Canada. Schadenfreude is the joy you experience of somebody who experiences a schade, some damage. So when we kind of like, oh, okay, so he had it coming, he was really a jerk and he had it coming, that feeling is called Schadenfreude, and that we have actually in Canada, that shows up a lot. Schade, Schadenfreude, the joy over somebody else's misery, basically, or having, getting it, sometimes we might call it karma. Schade. Okay, und natürlich wunderbar. Ich sage Wunder. Wunder. There we go. Wunderbar. We reread quickly our slide from the previous week, and then we add the slide from last week, really the last week. Alle zusammen, all together. Es gibt einen Jungen. Der Junge, alle, I want to hear you all. Der Junge ist Georg. Ist in Kalifornien. Arlie, Daniela und. Avis mögen Bananen. Beatrice, Heidi und Franzi mögen keine Bananen. Nein. Georg will an den Strand. Er will schwimmen. Ja. Der Haifisch ist gefährlich. Ja, der Haifisch. Alles ist gut.
All Alles ist gut. ist well. All der Haifisch. Sehr, sehr gut. And here is our new slide from the work we did last week. Listen and then we'll read it together. Es gibt einen Jungen. Der Junge ist Georg. Ist in Kalifornien. Daniel ist in Dubai mit 2 Kangaroos. Franzi ist in Japan, in Okinawa. Das ist Okinawa. Okinawa ist schön. Huh? Schön, beautiful. Das ist schön, beautiful. Mozart ist in Kalifornien mit Georg. Sie hat viel gutes Coke. Lisa ist in Alaska. Daniela ist hier. Guten Tag, Daniela. Yeah, I'm sorry that I don't know why my camera is not working today. I apologize for that. I'll keep trying to make it work. Kein I'm Problem. listening. Ja, natürlich. Kein Problem. Kein Problem. Danke. Daniela ist in Indiana. Sie ist aus Argentinien. Daniela spricht Spanisch. Avis spricht auch Spanisch. Rose spricht auch Spanisch. Mozart spricht auch Spanisch. Anne spricht Spanisch und Französisch. So that whole text is stuff that we created while we were going a little bit out of bounds. And my commitment for today is to do a whole lot more for those of you who've been in previous sessions in German, stay a whole lot more in bounds and do a whole lot more circling. So if this feels like it's over your head, do not worry. Do not worry. We are gonna really review. But let's read this together. Alle zusammen, all together, alle zusammen. Es gibt einen Jungen. And I'm wondering, let's mute. I'm inviting you to mute yourself so you can hear me better and not each other so much. Okay, maybe let's try that. Es gibt einen Jungen. Der Junge ist Georg. Ist in Kalifornien. Daniel ist in Dubai mit 2 Kangaroos. Franzi ist in Japan, in Okinawa. Mozart ist in Kalifornien mit Georg. Sie hat viel gutes Coke. Lisa ist in Alaska. Daniela ist in Indiana. Sie ist aus Argentinien. Daniela spricht Spanisch. Avis spricht auch Spanisch. Rose spricht auch Spanisch. Mozart spricht auch Spanisch. Anne spricht Spanisch und Französisch. Fragen, any questions? Fragen, any questions about this? Klar, alles klar? Na klar. Na klar. Na klar. Gut, Na klar. wunderbar. So I'm going to start us from the very beginning again, and I'm going to ask you with each sentence how solid you think you are on that sentence. And that gives me an indication of how much additional circling we have to do or not today. I'm willing to start all over again because I want to go with what your needs are. Okay. Es gibt einen Jungen. If you can do this in your sleep, that's 5 fingers. If you're frustrated, confused,
this is super hard. It's a 2 or less. Where are you with es gibt einen Jungen? Okay. Okay. Wunderbar. Okay, so I see that seems pretty strong. Der Junge ist Georg. Where are you on that? Der Junge ist Georg. Okay. Okay, wunderbar. Okay. Ist in Kalifornien. Where are we on? Ist in Kalifornien. Okay, wunderbar. Okay, gut. Okay, super. In that case, let us go with the next slide because we're always, as you know, we're always going to reuse der Junge, einen Jungen, ist in California. We're going to circle back on that. So if you're not yet a solid 4 or 5, we're going to get there. Okay, das ist wunderbar. Georg hat ein Problem. Klasse. Sí. Sie. Ja. Ja. Georg hat ein Problem. Oh nein. Oh nein. Oh. Nein. Ja, Oh. schade. 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 Ja, im Ernst. Georg hat ein Problem. Klasse. Ja. Ja. Georg hat ein Problem. Ja. Ja. In Ja. Ernst. Im Ernst, ja, Georg hat ein Problem. Im Ernst, ja. Klasse. Ja. Georg hat ein Problem oder Georg hat 2 Probleme. Ein Problem. Georg hat ein Problem. Natürlich. Georg hat Georg. Ja, Georg hat ein Problem. Georg, Klasse. Ja. Ja. Georg hat ein Problem oder einen Bruder. Georg. ein Problem. Ein Ein Problem. Problem. Ein Georg. Problem, Georg. ja. Ein Bruder. Was ist ein Bruder? Was? Brother. A brother. Der Bruder. It's a cognate, you could argue. Mhm. Der Bruder. Der Bruder, ja. Georg hat keinen Bruder. Das ist doof. Georg hat keinen Bruder. Georg hat ein Problem. Klasse. Ja. Ja. Georg hat ein Känguru. Nein. Nein. Das ist doof. Das ist doof, echt? Problem. Daniel hat ein Känguru. Ja. Ja. Nein. Daniel hat 2 Känguru. Er hat in Dubai. In Dubai. Aber Georg hat ein Problem. Klasse. Ja. Ja. Georg hat einen Bruder oder ein Problem? Ein Problem. Ein Problem. Ein Problem. Georg hat ein Problem. Er hat keinen Bruder. Klasse. Ja. Ja. Georg hat ein Problem oder eine Schwester. Eine Problem. Schwester. Eine Schwester, not so much a cognate. Die Schwester, sister. So when you are in a hospital, in einem Spital, and that's another very close cognate, hospital, Spital, hospital. You see how spital, hospital, spital is, Ja. yeah, you see how they're so close? Ja. Hospital, Spital. Wenn sie im Spital sind, Schwester, who would you think is a Schwester in the Spital? Nurse. Ja, fantastisch, sehr, sehr gut.
Schwester, Schwester, ow, 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 Schwester. You were calling the nurse at the hospital. So die Schwester is both a sister and a nurse. Ah, Yeah. Schwester, George hat ein Problem. Ja, Schwester, Schwester, Georg hat ein Problem. Klasse. Ja. Ja. Georg hat ein großes Problem oder Georg hat ein kleines Problem. Mm. Hm. Oh. Groß oder klein? Klein. In Klein. Ernst? Groß. Und kein Problem. Ein kleines Problem. Daniel denkt, Georg hat ein kleines Problem. Ja. Gerali, hat Georg ein großes Problem oder ein kleines Problem? Ein kleines Problem. Ein kleines Problem. Daniel, Georg hat ein kleines Problem? Ein kleines Problem. Ein kleines Problem. Äh, Und ja, Nein hat ein großes Problem. wer? Wer hat ein großes Problem? George, nein hat ein großes Problem. Er hat kein großes Problem. Er hat kein großes Problem. Er hat ein kleines Problem. Avis, you are a specialist on George problems. Hat Georg ein kleines Problem oder Georg hat ein großes Problem? You know him so well. Georg hat Georg hat großes Problem. Er hat ein großes Problem? Ja. Ja. In Kalifornien. Er ist in Kalifornien, natürlich. Das ist ein Problem. Georg ist in Kalifornien. Das ist ein großes Problem. Oh, natürlich. Klasse. Ja. Er hat ein großes Problem. Er hat ein großes Problem. Ivana, Ja. Georg hat ein Problem. Ja, na klar. Georg hat ein Georg Problem. hat ein Ein großes Problem. Georg hat ein großes Problem, natürlich. Schade. Er hat ein Problem. Klasse. Ja. Ja. Georg hat ein Problem. Schade. Schade, schade, schade. Schade. Und Daniela, Ja. Georg hat ein Problem oder Georg hat einen Bruder. Georg hat ein Problem. Ja, Georg hat ein Problem. Oh la la. Und Georg hat einen Bruder. Ja, ja. In Ernst? No, sure. Okay. Vielleicht. Wie heißt der Bruder von Georg? Wie heißt der Bruder? Heißt. Where? No, how? How? What's the name? What? How he's called? How? Wie heißt der Bruder? Wie heißt der Bruder von George? Butch? Butch? Ja. Butch ist ein guter Name. Ja. Hier ist ein deutscher Name. Here is a German name that actually exists. Tom Ass. Tom Ass. Oh, God. Ass. Oh. Ass auf Deutsch means an ace. So a completely opposite meaning of the English. He's a real ace in your deck. Thomas Ass. Thomas Ass. Tom Ass. Thomas
Ja, Thomas. Heißt der Bruder von Georg Thomas oder Butch? Butch. Butch. Butch ist einfacher, ja. Butch ist gut. Ivana, Butch ist gut. Ja, ja. Ja, Butch ist gut, nicht Thomas. Nein. Und hier, es gibt auch noch, and that's a real name, Irene Krapp. Irene Krapp. Ja, vielleicht ist Irene die Schwester, vielleicht, maybe, vielleicht ist Irene die Schwester von Georg. Vielleicht. Oh, Ja, Butch vielleicht. Krapp, Georg Krapp, Irene Krapp. Irene, Butch und Georg. Georg Krapp. Krapp. Ja, das ist eine schöne Familie. Krapp-Bruder und Krapp-Schwester. Krab. It really doesn't have that meaning in German. Krab. It probably has something to do with cropping, but I'm not even sure. I will look it up with was Krab heißt. It's an old word. Ja, gut, klasse. Ja. Ja, Georg hat ein Problem. ja, Ja. Georg hat ein Problem. Klasse. ja, Georg hat eine Schwester oder ein Problem? Ein Problem. Ein Problem. Ja, natürlich. Oh, natürlich. George hat eine Schwester und ein Problem. Ja. Na Das klar. na Irene klar. Krapp Na Natürlich. klar. Ja. Georg ist Schwester. Ja, Georg hat ein Problem und eine Schwester und einen Bruder. Eine große Familie. Eine große Familie. Die Familie Krapp. Ein großes Problem. Familie. Daniel? Ja, no, nein, Daniel. Du bist jetzt Butch Krapp. Ja, Ja, very common name Krapp, by the way. Ja, Butch Krapp. ja, Dein Bruder Georg ja, hat ein Problem? nein. George hat keine Problem. Er hat kein Problem? I think Ich denke. ich denke, Georg hat keine Problem. Oh, das ist ja wunderbar. Ich denke. Ich denke, another, it's pretty cognate, huh, isn't it? Ich denke. Ja. Think, denke, ich denke, I think. Wunderbar. Ich denke, du denkst, Georg hat kein Problem. Oh, Ja. hast du ein Problem? Ja, Oh. mein Bruder ist ein Problem. Dein Bruder ist ein Problem oder ein dein Bruder hat ein Problem? Nein, Bruder ist Problem. Oh, der Bruder ist ein Problem. Oh, Ja, das ist ein Problem. habe ein Problem. Oh, I know. Problem ist Georg. Georg ist das Problem. Georg ist das Problem. Warum? No. Warum ist Georg ein Problem? Georg ist keine kleine. Er ist ein kleines Problem? Nein, Georg ist ein kleiner Jungen. Oh, er ist klein. Er ist ein kleiner Junge. Ja, das ist ein Problem. Georg ist ein Problem und Georg hat ein Problem.
Oh la la, Georg hat ein Problem. So let's describe the situation. I want to do that a little sooner than I have in the past. Georg, describing the situation. Georg hat ein Problem. Georg ist in Kalifornien. Hat ein großes Problem. Hat ein großes Problem. And who would like to describe the situation? Okay. Danke, Ivana. Also. So, Georg hat ein großes Problem und Georg ist in Kalifornien und Georg hat einen Bruder. Der Bruder heißt Butchkrab und Georg hat eine Schwester, Irene, und Georg ist ein Problem, weil ist klein. Weil klein ist. Something like that. Sehr, sehr gut. Wunder, Bar. Wunder, Wunder. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Bravo, Irene. Georg hat ein großes Problem. Georg ist in Kalifornien. Hat einen Bruder. Der Bruder heißt Butchkrab. Georg hat eine Schwester. Georg ist ein Problem, weil klein ist. Sehr, sehr gut, Ivana. Fantastisch. Super, super. Ja, das ist schade. Huh? Georg ist ein Problem. Ist sehr klein. Ja, wunderbar. Who else would like to describe the situation? Wait, can I ask a question? Ja, natürlich. What is klein? Oh, look, I see it. Klein, small got or it. tiny. Ja, klein. Ein kleines Problem, ein großes Problem. Und dann gibt es kein Problem. Kein then means no. Huh? Klein means small. Kein means no. Ah. Very similar. They sound very similar. Klein, kein. Danke, gute Frage, good question. Anyone else would like to dare to do a quick describe? Danke, Avis. Okay, Georg hat ein Problem. Georg ist in Kalifornien. Georg hat ein Bruder. Der Bruder heißt Butchkrab. Georg hat eine Schwester. Die Schwester heißt Irene Grab. I'm gonna stop there. Wunderbar, bravo! Super, das ist fantastisch. Georg hat ein Problem. Georg ist in Kalifornien. Georg hat einen Bruder. Der Bruder heißt Butchkrab. Georg hat eine Schwester. Die Schwester heißt Irene Krab. Sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Wunderbar. Klasse. Ja. Ja. Georg hat ein Problem. Ja. Ja. Georg hat eine Schwester. Ja. Ja, Georg hat eine Schwester. Georg hat einen Bruder.
Ja. Ja, Georg hat Ja, einen einen Bruder. Bruder. Ja, Georg, klasse. Ja. Ja. Georg ist ein Problem. Ja. Ja. Ja, Georg Ich ist denke. ein Problem. Ja, Butch? Ich denke. Ja, ich denke, ja. That doesn't translate, I have to say. Ich denke, that really means to think hard. Ich denke, also bin ich. I think, therefore I am. Ich denke, also bin ich. That kind of thinking. Too When deep. you want to say I agree, you would more naturally say natürlich oder Or ja, in my natürlich. Ja. Entschuldigung? I Can you would write it down, please? Francis? Natürlich. Ja, Yes. natürlich. Danke. To think, to really think. Not, natürlich, naturally, of course, natürlich, of you course, say ja. in my opinion or something like that? Ja, nach meiner Meinung nach. It gets very wordy. Nach meiner Meinung nach, ja, meiner Meinung, die Meinung is your opinion. Meiner Meinung nach ist Georg ein Problem. Meiner Meinung nach. That is pretty advanced stuff when you say that. That's pretty fancy. Meiner nach, oder you can say nach meiner Meinung. You can switch the words around. Meiner Meinung nach, Georg ist ein Problem. Yeah, in my opinion, he really is the problem. Ja, natürlich, of course, naturally, natürlich, naturellement in French. Super. So, Georg hat ein Problem. Georg ist ein Problem. Georg hat ein Problem. Now we need to go back to Avis, our George expert. Georg hat ein, Daniel or Butch Krapp sagt, Georg hat ein Problem, weil er klein ist. Ist das korrekt? Is that correct? Ja. Ja? Ja, Georg ist Georg klein ist und Georg ist blah blah blah. I don't know. Another problem. Oh, He doesn't yeah. have a Coke. What else could he be? No, Georg will nicht klein sein. Er will nicht klein sein, ja. Georg will groß sein. Ja, Georg will groß sein, natürlich. Ja, Georg will groß sein. Er will nicht klein sein. Ja, ja, natürlich. Das ist super. Ja, natürlich. Okay. And yeah. Gross. Bitte? Yeah, the will gross. I understand that sign. Be? Was ist sign? Sein. Oh, gute Frage. That is the word to be. Why? To be. Sein oder nicht sein. Das ist die Frage. To be or not to be. That is the question. Let's put some Shakespeare into our German because we're already talking about opinions. Sein oder nicht sein. Das ist die Frage. And every child in Germany would be able to say these lines. Huh? Sein oder nicht sein.
Das ist die Frage. That is the question. Because of course Shakespeare was translated into German, as you can well imagine. And yet I had to read Macbeth in English, which was a nightmare. I didn't have a clue what was going on. Okay. Super. We have time for one more. Describe the situation, and to up the ante this time we're not describing the situation to Oprah. You can describe it to your TPRS teachers, your favorite TPRS teachers. So we're going to give you 1 minute, eine Minute, and you describe the situation to Vaughn or Craig or Blaine, and then whoever wants to volunteer, we can hear another describe the situation. Eine Minute, 1 Minute. Los geht's, 1 minute. Wunderbar, sehr gut. I was counting in German. Hope that made a difference. Wunderbar. Who would like to describe the situation? I already went, but I wanted to just say I thought it was really brilliant to switch it and take away the slide so we couldn't see it. Wanted to give you both worlds so you can check back. I can go again. Sure. Danke. Thank you. Danke, danke. Danke, But danke, danke. It was hard without the slide. I'll just say that. Okay. So guten Tag, Craig. Es gibt einen Jungen. Der Jungen ist Georg. Georg ist in Kalifornien. Georg hat ein Problem. Georg hat ein Bruder, auch ein Bruder und eine Schwester. Der Bruder heißt Butch Crab und die Schwester heißt Irene Crab. Georg hat ein großes Problem. Georg hat keine. Never mind. I'm done. Wunderbar, super. Danke, danke, danke. Das ist fantastisch. Ja, es gibt einen Jungen. Der Junge heißt Georg. Er ist in Kalifornien. Georg hat einen Bruder. Georg hat einen Bruder und eine Schwester. Der Bruder heißt Butch und die Schwester heißt Irene.
Georg hat ein großes Problem. Super, 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 super. Fantastisch. And your last task for today, in the chat, complete the sentence in any way you like. Georg hat einen Bruder, eine Schwester, ein Problem, eine Nase. Georg hat have fun. Ein großes Problem. Ein großes Problem. Ja, sehr gut. Er hat ein großes Problem. Georg hat kein Problem. Viel. Georg hat meinen Bruder. Georg hat einen großen Bruder, hat eine kleine Schwester, hat kein Problem. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Herzlichen Dank. 1 minute overtime record for me. Super, super. Dankeschön. I'm going to stay on in case you have any questions or comments. But otherwise, wir sehen uns in einer Woche. I shall see you in 1 week, in einer Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Es tut mir leid, dass ich bin spät. Oh, ja, du bist ein bisschen spät. Kein Problem. Das ist kein Problem. Problem. Not a Danke. problem. Nein. Dankeschön. Bitte, bitte. Tschüss. Tschüss. Servus. Franzi, I counted your circling questions. You did really good. Like you got 10 circling questions. Like at least 9 or 10 that first round. Like it as a student, it never got boring. Good. Good. Like I know the feeling of feeling like, oh, circling will bore them. It was not boring at all. Okay, wunderbar. Good. And I think I don't do enough triangling yet. Yeah. I think one thing you could have done with the triangling is bounced around too much. I felt like you were asking me too many questions, and I felt bad because I felt like, oh, you could ask them questions. And yeah. I could ask, sorry? The other classmates. Okay. Oh, okay, good feedback. Thank you. Yep. Okay. So focus on triangling, keeping it simple. But yeah, with the circling, like I felt like after this class, I acquired a lot more than last time. Mm-hmm. Just the feeling was like it settled, like the dust had, like it's like paint. You kind of got to do layers of paint before you have the color on the wall. Mm-hmm. And you don't see the color below. Yep. And I felt like you did a much better job kind of like just sticking with George had a problem and there's just this little situation. And I felt afterwards that I more ownership over big and small and had and one problem, like just these little things. Like I just felt there was more ownership over that than last time. Good. Danke. Yeah, I love the pace because like I know a bit more, so that's why I tried to use it, but then I love that you immediately incorporated that. And yeah, I don't know if it was maybe too much for others, but for me it was like great pace. Okay. Good. Yeah, as long as er hat ein Problem, that's all that I care for. The rest is gravy. And I find it's great that you gave those expressions, even if you know it's like advanced level, but you're still giving that, which is also cool. For me it was completely new and I love it. Good. Danke. Danke. Yeah, I wonder if I still went a little bit, let it mushroom a little bit too much, and I should have brought it just back to another round of circling, definitely triangling. Yeah, so not writing on butch crap, but you've got such an attractive name. I'm so sorry. I'm sorry. I have a bad habit of derailing things. I'm sorry.
It's wonderful. More students like you. Sehr gut. Very good. Yep. Anyway, Okay, wunderbar. Well, see you Yeah. next week, I hope. See you yeah, next week. thank you. Okay, Yeah. tschüss. It was very good. Bye. Thank you. Dankeschön. Tschüss. Danke, danke.